Spiel funktioniert folgendermaßen. Wir gehen 4 Tage auf Roadtrip durch die Schweiz, aber nicht miteinander, sondern 3 gegeneinander. Das heisst, der Elias, der Sidi und ich. Unterwegs geht es darum, möglichst viele Punkte zu sammeln. Das heisst, wenn man eine Aufgabe richtig erfüllt, kommt man Punkte über. Ja, da ist Gabel. Jawohl. Das Heu. Das mit dem Rasieren wird noch schwierig. Heisst, ich muss Kleider suchen. 30 Minuten, Mann. 30 Minuten ist verdammt viel. Darum werde ich die Aufgabe nicht machen. Wenn du die Tageschallenge nicht erfüllst oder falsch umsetzt, gibt es keine Punkte. Insgesamt dürfen wir 10 Kilogramm Gepäck mitnehmen. Die Kleider, die wir anhaben, zählen dort aber auch dazu. Pro 500 Gramm, die wir daheim lassen, heisst 500 Gramm weniger, gibt es gerade am Anfang schon mal Pluspunkte. Der Inhalt von diesen 10 Kilogramm ist natürlich jedem freigestellt. Ob er jetzt Unterhosen spart und dafür einen Schlafsack mitnimmt oder wie auch immer, kann jeder entscheiden, wie er will. Wo es genau angeht, weiss niemand von uns. Am Morgen um 7 Uhr dürfen wir jeweils ein Kuvert aufmachen, wo die Etappe drin ist mit dem Tagesziel. Wer das Ziel als erstes erreicht, hat am meisten Punkte. Also Geschwindigkeit zählt. Grundsätzlich sind die Fahrzeiten vom 8 bis 5 Uhr am Abend. 5 vor 5 Uhr, das heisst, ich darf eigentlich nicht mehr fahren. Wenn man zu diesem Zeitpunkt noch weiterkommen will, darf man das Töffel maximal stoßen. Wenn man fährt, gibt es auch einen saftigen Punktabzug. Ein wichtiger Punkt ist, das Töffel darf nie mehr als 50 Meter von dir entfernt sein. Das heisst, du gehst posten, musst du dir überlegen, in welchen Laden gehe ich, wo stelle ich das Töffel an. Sogar beim Schlafen ist das Töffel in nächster Nähe und nicht weiter weg als 50 Meter entfernt. Um das Ganze ein bisschen interessanter zu machen, haben wir natürlich wie früher noch weder GPS noch Handy dabei. Das Budget pro Tag ist 20 Franken. Wir haben also 80 Franken für die ganzen 4 Tage. Mit dem müssen wir natürlich einfach durchkommen. Das heisst, Benzin muss drin liegen, das Essen besterweise und eine Unterkunft liegt wahrscheinlich nicht in dem Budget drin. Man darf sich aber auch nicht als Mofakult-Mitglied outen, um sich einen Vorteil zu erschleichen, sonst gibt es auch wieder einen Punktabzug. Macht das Firma oder wer macht das? Ja, Mofakult, ja. Vom Mofakult, da gibt es Mofakult. Ich habe noch eine gute gegeben. Wir werden jeden Tag eine Bonusaufgabe bekommen, wo wir uns extra Punkte ergattern können. Und ich bin richtig gespannt, was hier auf uns zukommt. Gib 100 Punkte. 100 Punkte. 100 Punkte oder 0. Nein, es tut mir leid. Der Gewinner ist der, der A am Ziel ankommt und B am meisten Punkte hat am Schluss von diesen 4 Tagen. Herzlich willkommen im Mofakult Headquarter. Ich bin noch total müde. Es ist in aller Herrgotts früh, aber wie ihr seht, wir sind schon mega parat. Jetzt geht es dann nämlich gerade los. Heute startet die erste Staffel von Mofa vs. Wild. Wir haben hier alles parat gemacht. Jetzt kommen gerade die Jungs einer nach dem anderen rein und es gibt die Wegesituation, ganz ein heikler Moment. Alle haben sich mega viel überlegt. 10 Kilo dürfen sie mitnehmen. Die 10 Kilo, das wird noch tricky, weil wenn wir weniger als 10 Kilo haben, gibt es Punkte und das wäre natürlich super. Also. Ich habe hier meine Auslage mal gemacht. Wahrscheinlich denkt, ich nehme hier den Militärschlafsack. Habe dann schnell gemerkt, der ist schwer. Also das ganze Gepäck bin ich gerade auf 10 Kilo gekommen und habe noch nicht mal alles gehabt. Als Wochenende so ein bisschen angefangen Gedanken zu machen, was ich noch mitnehmen kann, was ich noch brauchen kann. Und jetzt habe ich hier so Büchsen gemacht, weil ich darf ja möglichst wenig Gewicht mitnehmen. Kandidat Nummer 1. Nein, du musst doch nicht ganz nach der Unterhose. 75,3. Gummi alles. 86,1. So. Nein, das ist viel, wenn man auf der Zeug ich würde das gerne zensiert haben. Also. Aber mit 88,9 ohne. 96,0. Schön draufstehen. 82,5. Er drückt hier nicht drauf. Ich komme gar nicht raus, ja. Also 82,5. Ja, ich habe es gesehen. Also, so. Roger mit Gepäck 96,0. Elias 98,7 mit. Also ziemlich genau 10 Kilo. Verteile jetzt die Kohle. Es gibt 80 Stutz. Auch nicht 100. Nein. Für jeden Tag 20 Franken. Ich hoffe mal für dich. Nein, vergiss es, ich bin nicht bestärkt, ich bin Schweizerin. Vertraut mir. 20, 40, 60, 80. Ja, mir ja schon, ich bin ja die Jury. He? Aber du es noch mal richtig verstecken, nicht, dass du da rausgehst schon am ersten Tag. Kann ich jetzt super Plus danken. Jawohl, geil, Mann! Clouchy, gut lachen, Mann! Bis in 3 Tage!
Okidoki, wir sind jetzt ein bisschen weg vom Mofakult. Das ist jetzt der Moment, wo wir unsere Challenge aufmachen können, schauen, was uns erwartet, wo müssen wir. Let's go! Woo! Easy Box. Mofa vs Wild. 3, 4. Also, wir haben allgemeine Regeln und Fragen. Wir haben unsere Route, wohin geht es heute. Wir haben unsere Tageschallenge und unsere Zusatzchallenge. Packen wir das Zeug aus. Es ist jetzt genau 8 Uhr und das heisst, wir dürfen unser Kuvert aufmachen mit dem ersten Tagesziel und der ersten Challenge bzw. der Zusatzchallenge. Was ihr natürlich nicht gesehen habt, ein bisschen beschissen darf man, oder? Ich habe natürlich hier mein Rohr schon immer dran und da unten hat es noch ein bisschen Öl drin. Das erste Kuvert, ich hebe das mal so. Ich glaube, da sind nochmal die Regeln drin. The Game, was ist da drin? Etappe. Dein Ziel befindet sich in 6200 Sursee. So, jetzt Sachpfungen, Embrach, Bülach. Ich glaube, ich fahre das mal so. Um Zürich herum ist sicher kein Seich. Salzach, Bülach, Buchs, Baden, Lenzburg, Schöftland, Sursee. Viel Erfolg! 107 Kilometer. Sollte machbar sein, aber heftig. Erster Schock schon gehabt. Das Benzin hätte ich noch zugehört und denke, fuck, nein, sag das nicht. Also, ich mache jetzt hier die Kuvert auf. Bei Nichtankommen während der Fahrzeitregelung 0 Punkte. Challenge. Hello Fashionista. Bereit für eine modische Abenteuerreise der besonderen Art? Deine Mission? Schlüpfe in die Rolle des Modemagneten und schnorre dir während des ganzen Tages so viele Kleidungsstücke von Fremden wie möglich, um sie dann stolz, egal bei welcher Außentemperatur, anzuziehen. Kleidungsstücke müssen unmittelbar nach dem Schnorren angezogen werden. Zeig uns, dass du bereit bist, die Grenzen der Kleiderordnung zu sprengen und immer deinen eigenen Stil bewahrst. Die Aufgabe muss zwingend per Video festgehalten werden, um den Sieger zu ermitteln. Erster 50 Punkte, zweiter 40 Punkte und dritter 20 Punkte. Fuck, geil, also. Geil, sehr geil. Also Kleider-Challenge. Das ist jetzt noch schwierig, ob es um möglichst viele Kleidungsstücke geht oder um möglichst viele verschiedene. Weil am einfachsten wäre es, wenn du irgendwelche Socken bekommst. Ja, sieht vielleicht nicht so erotisch aus da mit einem Haufen Socken in diesen Kracks, aber es wäre das einfachste, finde ich. Oder ein Hut oder so etwas oder ein Schal, keine Ahnung. Aber das fange ich glaube erst am Nachmittag an. Kleider von Fremden schnorren, die dann direkt anlegen und am Schluss Modeschau machen und per Video festhalten natürlich. Ich glaube, ich spare mir da ein bisschen auf, weil direkt anlegen, das macht es ein bisschen schwierig. Zusatz-Challenge. Ach du Scheiße, wie soll das alles machbar sein? Aha. Bonus. Bereit für die erste gewagte Mission, um deinen Punktestand anzuheben? Wir hoffen, du hast deinen Mutgriff bereit, denn hier kommt die ultimative Enthauptung. Wir meinen Haarmetamorphose. Wenn du diese Herausforderung annimmst und einen wagemutigen Haarhelden oder eine Haarheldin findest, der oder die bereit ist, deinen Kopf auf ein 5 mm Niveau zu rasieren, winken dir sagenhafte 100 Punkte. Denk daran, dies ist nicht nur eine Veränderung deines Looks, sondern auch eine Veränderung deines Schicksals im Spiel. Also schnapp dir deinen Mut und zeig uns, wie wagemutig du wirklich bist. Bonusaufgabe, gebe 100 Punkte und es wäre eigentlich gar nicht so schwierig. Es ist einfach nur, meine Haare irgendwie auf eine 5 mm Basis abzurasieren, was eigentlich okay wäre für mich. Ich glaube, ich direkt nachher an eine Hochzeit und bin extra beim Coiffeur. Fuck, 5 mm, Mann. Ich glaube, das kann ich nicht.
meine Haare abhauen. Ich bin so eitel, weißt du? 5 mm, weißt du, ich sehe nicht scheiße aus, Mann. Wie sehe ich aus noch mit 5 mm? Fuck, das sind wieder Sachen, du. Also denkt, 5 mm. Ei. Das ist hart. Ich gehe jetzt mal, ich gebe Gas. Ich denke, wenn ich durchziehe, 107 Kilometer, einmal tanken, dann habe ich das mal. Dann sollte ich irgendwie am 3 dort sein. Also, ich probiere es. Und dann schaue ich vielleicht dort weiter. Oh, Kleidungsstück. Und ich auch noch gerade denken. Also. Guten Morgen. Darf ich dich schon etwas fragen? Oh, ich kenne dich. Scheiße, ich darf dich nicht fragen. Du wohnst unten. Ja. Scheiße! Dami! Aber gleich wär's. Ich darf eben keine Hilfe annehmen von Leuten, die man kennt. Und überall, wo ich jemanden finde, lege ich etwas an. So wird es sein. Und das Gute ist, ich habe ja jetzt schon 20 Punkte. Nein, halt. Ich habe schon 60 Punkte Vorsprung, weil ich so wenig Gewicht dabei habe. Das heisst, ich kann jetzt gut einmal bei einer Tagesetappe 2., 3. oder so werden. Und ja. Bin immer noch gut dran. Darum, bis bald, ich fahre mal los. Also gut, alles ist offen. Bonus, Challenge und Etappe ist klar. Also ein bisschen präsent halten. Ich fahre jetzt gerade mal los. Decke mich noch mit ein bisschen Wasser ein und ein paar Sachen. Nehme ich natürlich mit. Und dann geht es ab auf Sursee und dort kümmere ich mich dann langsam um Challenges, weil für mich das Wichtigste die Etappen schaffen. Und das ohne Panne hoffentlich. Also. Fuck, das ist das erste Problem. Ich bin immer noch da. Und ich habe meinen Tracker verloren. Wir haben so einen dummen Tracker. Und der ist mir aus dem Hosensack gefallen. Ich bin noch nicht weit. Ich fahre mal schnell retour, dort wo ich die Kamera rausgenommen habe. Hoffe, dort liegt der scheiß Tracker am Boden. Ich will nicht jetzt schon disqualifiziert werden. Ja, ich glaube, nach Nicaragua gehe ich jetzt das erste Mal wieder zum Coiffeur. Ich hoffe, das geht irgendwie. Ja, ich glaube, ich fahre mal los. Ich fahre jetzt mal durch bis zum Mittag. Schaue, wie weit ich komme. Und ab dann widme ich mich den Challenges widmen. Ich hoffe, dass ich gerade dann beim Coiffeur noch irgendwelche Kleidungsstücke bekomme. Muss ich mir irgendetwas erschnorren. Ich hoffe, das geht. Ja, ich fahre los. Es wird sicher ein lustiger Tag. Hunger. Und dann schaue ich wieder auf die Karte, wo ich durch muss. Geil! Kannst du eine Frage? Ich muss Richtung Seuzach Pfungen. Wo wirst du durchfahren? Kennst du jetzt gerade den schnellsten Weg da? Bist du da von... Nicht wirklich, ich komme von Winti. Dann muss ich jetzt hier rechts gehen, da hinten. Oder irgendwie da hinten durch. Gut. Hast du noch einen Gegenstand, irgendein Kleidungsstück, das ich anlegen darf? Ich muss eben... Ich muss Punkte sammeln, oder? Und wir fahren eben das dritte gegeneinander. Und pro irgendein Kleidungsstück, also ein Socken oder irgendetwas. So geil. Schau so. Ich muss jetzt die Socken anlegen. Gegenstand 1, da. Zack, rein, 2. Geil, Mann. Hey, wie heisst du? Andrea. Danke vielmals, Andrea. Danke vielmals, Andrea. Andrea hat mich gerettet. Schon 2 Gegenstände. Juhu! 2 Socken habe ich auch. Ach, geil, 2 Gegenstände. Weiter geht's. Juhu! Water! Verdammt nochmal! Gilt auch für Radfahrer. Scheiße! Scheiße! Jetzt runter und dann unten rechts. Dort ist die Baustelle fertig. Ja, schon, die ist da vorne schon fertig. Ah, super! Scheiße! 5 Tage unterwegs, ohne Geld und ohne Handy. Oh, das wäre super geil! Habe ich schon wieder gezeigt. Aber sind so kleine, ja. Das macht nichts, das ist perfekt. Ich habe schon mal 2 bekommen, schau. Okay, dann. Genial! Alright, Freunde. Ja, gute Nachricht, ich habe den Huren Badge wieder gefunden. Ich habe jetzt in meine Kohle eingepackt, damit er nicht wieder aus meinem Hosensack rausgeht. Die Karte, wie gesagt, offen. Jetzt geht es Richtung Seuzach, Bülach. Ich folge jetzt mal der vorgeschlagenen Route, das ist sicher nicht schlecht. Challenge, jetzt bin ich noch nicht sicher, ob ich da mitmachen kann, aber stellt sich aus, jetzt einfach in erster Linie mal Richtung Sursee. Dort mal ankommen, schauen, was läuft. So, also ich bin irgendwo ein bisschen lost. Ich bin jetzt in Bülach. Ich muss da irgendwo runterkommen. Mal schauen, ob jemand findet, der mir helfen kann.
Ja, ich probier's mal in die Richtung. Du kannst es auf dem Navi schauen. Ah, oder so. Wenn eben kein Handy dabei und kein gar nichts, nur... Sehr gut, so sind wir früher auch gewesen. Genau. Dann hast du, manchmal hast du halt, manchmal bist du einfach irgendwo gefangen. Bin ich auf der richtigen Seite. Sitzt auf der richtigen Seite. Perfekt, danke vielmals. Ja, bitte. Und einen schönen Tag. Ja, viel Spaß. So, ich bin in Dielsdorf. Ich fahre da irgendwie im Zeug rum, weil es einfach irgendwie keine Tafel hat, wenn ich durch muss, richtig baden. Ich muss da aber dringend einen Zwischenstopp machen. Oh, ich darf nicht mehr als 50 Meter von meinem Töffel weg, aber es sind jetzt etwa 10. Also nachher Buchs zu, Baden zu. Vielleicht ist es ja nicht schlecht, wo wir jetzt sind. Baden und dann haben wir fast die Hälfte. Kommt gut. PET-Flasche. Das ist ein dicker. Einerseits schon mal scheiße für die Wiese und andererseits kann ich die ja vielleicht brauchen zum Auftanken oder so. Ich glaube, trinken will ich daraus nicht. I need to go to Baden. Do you know which direction? You have to go on the freeway. Ah, no, I can't go on the highway. Here, Yeah, make left, Yeah. right, okay. and the Roundabout. roundabout. Yeah. You go to the left Okay. and you keep And right then away, I'm in and you'll be in Regensburg. Okay. Affolter, Regensdorf. Das ist doch alles grün, Mann. Ja, darf ich etwas fragen? Ja? Ich muss richtig Baden fahren und ich finde irgendwie Baden nicht. Das ist nicht so angeschrieben. Überall steht Zürich. Ja, also baden müssen Sie eigentlich in die Richtung, ist Aargau. Buchsottersingen und dann Würenlos, Wettigen und dann kommen Sie auf Baden. Perfekt. Wo ist er jetzt hin? Rein? Ja. Hey, cool. Danke vielmals, gell? Hoher cool. Geil. Was ist präsent, oder? Ja, wir müssen auf Sursee fahren. Ja. Wie weit ist das? Boah. Machen das Firma, oder wer macht das? Im Mofakult, ja. Vom Mofakult, da gibt es ein Projekt, ja. So, ich bin jetzt gar nicht so weit gefahren, eine Viertelstunde kurz vor Winterthur. Ich habe jetzt mir noch mal Gedanken gemacht, und zwar über den Weg, den wir hier sehen. Und zwar ist es der Veloweg. Ich will aber nicht unbedingt den Veloweg fahren, weil der Veloweg ist meistens sehr lang. Mein Ziel ist, dass ich heute möglichst schnell in Sursee bin. Also ich fahre jetzt mehr oder weniger durch auf Sursee und dann schaue, dass ich die andere Challenge erfüllen kann. Und jetzt frage ich natürlich zuerst mal irgendjemand unterwegs, was der schnellste Weg ist auf Sursee. Darf ich auch schon etwas fragen? Ich bin auf dem Weg durch die Schweiz und habe kein Handy und nichts dabei, gegen ein paar Kollegen. Und das heutige Tagesziel ist Sursee. Ob ihr schnell Google Maps habt oder so, um die schnellste Route herauszufinden. Das ist nicht gerade um die Ecke. Nein, ja, wir haben jeden Tag, wenn wir noch etwas anderes stehen, wir haben aber kein Handy und nichts dabei. Wir wissen jetzt erst am Morgen, wo wir hin müssen. Alles klar. Ja. Mir zeigt es auch die Blau als schnellste an. Schon. Siehst du, Schon. die geht da oben durch. Ja, voll. Aber jetzt fahre ich mal zu. Dann schaue ich. Hey, danke euch vielmals, gell? So, ich bin mitten in Zürich. Ich habe mich leider verfahren, weil aus Zürich durch. Ich bin irgendwie 3/4 Stunde voll rumgetümpelt. Ich habe jetzt natürlich sehr viel Zeit verloren. Es ist schon 11 Uhr. Jetzt muss ich erst mal tanken. Ich bin auf Reserve und dann fragen, wo der Weg Richtung Luzern ist, weil ich will unbedingt aus dieser Stadt raus. Fürs Protokoll, ich habe mich nicht als Mofakult zu erkennen gegeben. Wir sind eben auf geheimer Mission. Oh. Ja, stopp. Übrigens, genau. Habt ihr irgendein Kleidungsstück, das ihr nicht braucht? Das noch loswerden, das ihr nicht braucht? Nein, leider nicht. Das nicht machen. Können wir, ja. Alrighty Kids, ich bin angekommen in Baden, das ist glaube ungefähr die Hälfte. Von da aus jetzt weiter Richtung Lenzburg, alles aber Richtung Sursee, ich hoffe ich finde den Weg. Und ich finde langsam noch etwas zum Mittag, weil ich habe ein bisschen Hunger und da unten ja, wird es echt gut aussehen. Ist aber nicht drin, liegt nicht drin mit dem Budget. Wir haben noch mal von irgendjemandem ein Benzin abgeschnorren. Wir haben euch jetzt gerade leider einen Absage bekommen, weil Diesel getankt worden ist, aber
Einen 5-Lieber hat es gegeben. Mit dem 5-Lieber kann man das sicher tanken. Affengeil, da wird jetzt gerade gemacht. Das Eichen und weiter geht's. Ist das richtig Dielstorf? Für richtig Dielstorf fahren, ja. Da Dann bin ich richtig. Dann sind ihr richtig. Das Tal drauf Ja. und dann kannst du wieder alles runterfahren. Und das ist schneller wie der da? Sagt mir 58 Minuten mit dem Velo. Ich muss immer Seichen verteilen. Also mein Plan ist jetzt, ich bin jetzt im Baden durch. Oh, irgendetwas schmeckt ein bisschen komisch an meinem Töpfchen. Bis jetzt läuft aber alles gut. Sieht gut aus. Da vorne mein Kartensystem ist auch geil. Ist perfekt, bin immer hure schnell. Ah, Motherfucker! Oh oh, da wäre falsch. Ich habe das Gefühl, ich bin ein bisschen schneller unterwegs als sonst. Weil ich heute eher stark gerne gewinnen würde. Muss ich nur noch zusammenlernen. Wenn es so weitergeht, ja, vielleicht in einer Stunde, sollte ich dort sein. Was haben wir jetzt? Jetzt ist 20 vor 11 Uhr. Ich würde sagen, am 12 Uhr, wenn alles so läuft, Viertel ab, sollte ich dort sein. So, Sursee. Es ist 11:21 und 20 Sekunden. Ja, jetzt kommt es darauf an, ob ich meine Haare abhaue, ob ich noch mehr Gegenstände sammle. Ich habe jetzt mal vier Söcke, die habe ich an. Oder ob ich jetzt einfach mal essen. Und ich glaube, ich hole jetzt mal zu essen und dann chill ich es mal an den See. Und mir mir gut Gedanken machen, ob ich meine Haare abhaue oder nicht. Frage, wenn ich Richtung Luzern will, wo muss ich da durchfahren? Mohammed, Richtung Luzern? Ich bin mit dem Töffel, ich darf nicht über die Autobahn. Oh, das weiß ich nicht. Oder habt ihr vielleicht das Navi schnell auf dem Handy oder so, dass ihr schnell nachschauen für mich? Weil Machst du so, dann nimmst du auf linker Seite Richtung Autobahn und dann hast du auf rechter Seite kannst fahren Richtung einfach dort, ich würde sagen Okay. Silbruck. ja, Silbruck, Silcity, dann kann man das mal merken. So, es ist 11:45 und ich bin kurz nach Seeon. Liege also super in der Zeit. Jetzt mache ich hier zuerst mal eine schöne kleine Mittagspause. Ich habe nämlich richtig Hunger. Und ich habe mal luxuriös zum Mittag gegönnt. Mikrobütsche Brot und Mikrobütsche Landjäger. Das gibt es jetzt die nächsten 3 Tage. Hat mir etwa 5,20 Franken gekostet. Mit dem komme ich sicher durch. Und den Rest vom Geld tue ich mal ein bisschen sparen. Wer weiß, was noch auf uns zukommt. Jetzt aber zuerst mal zum Mittagessen. Bussi, tschö! Okay. Sursee. Sehen Sie hinter mir. Und das einzige Problem, das ich jetzt habe, ist, ich habe keine Uhr. Aber da hinten kommen gerade 2 Velofahrer. Ich frage einfach die ganz charmant. Geht aber Eis. Ja. Aber Eis. Vielen herzlichen Dank. Ganz einen schönen Tag. 16 ab 1. Ich bin angekommen in Sursee. Ich hoffe, da lange. Jetzt mal schauen, was ich noch machen mit dem Tag. So, ich habe es geschafft. Sursee, mein heutiges Tagesziel, und es ist genau knapp 1:30. Also nimmt mich Wunder, ob die anderen 2 auch da kommen oder was deren ihr Tagesziel ist. Ich weiß es nicht, aber ich denke 1:30 ist sicher mal keine schlechte Zeit. Wenn man nicht verfahren hätte, wäre sicher eine halbe Stunde schneller. Ich fahre jetzt glaube ich ein bisschen im Dorf rum und schaue, was es da so gibt.
Etwas zu essen muss man mal noch kaufen, einen Schlafplatz muss man suchen, aber ich habe jetzt den ganzen Tag noch Zeit. Am 5 Uhr einfach spätestens darf ich nicht mehr mit dem Hobel fahren. Und bestenfalls habe ich bis dann schon meine Haare abgehauen. Mal schauen, ob ich jemanden finde, der mir das macht. Das ist wahrscheinlich das günstigste für das, was du bekommst. Abzahlen. Jetzt gilt es, Weise einzukaufen. Ich gehe jetzt in Coop und jetzt muss ich mal einfach die geilsten, günstigsten Artikel suchen. Es ist eben immer die Frage, Bananen zum Beispiel ist geil. Das Kilo 2,60, ja, da kann ich mich recht voll essen, oder? Was ich mir mal gönne, ist ein Linsensalatchen. Da, das ist mal geil. Ein Brie, 2,10 Franken, 250 Gramm. Das gönne ich mir mal. Ein halbes Kilo, 500 Gramm. Kostet 2,20. Ich brauche Mayonnaise. So, 1,95. Bam, Bims, Bings. Ich übernehme mich wieder. Also mal als erstes Fazit. Der Hobellauf bis jetzt super gut. Keine Komplikationen gehabt. Es war eine schöne Strecke. Die Leute haben mega gut Auskunft gegeben. Ich habe immer wieder gefragt, hey, wo soll ich da am besten durch? Zack, zack. Sie helfen da überall, also das ist echt richtig geil. Kleidungsstücke habe ich bis jetzt 4, wie schon mal gesagt. Ich bin mir jetzt am Überlegen, was ich machen soll. Bin ich ganze Haare abrasieren? Das ist zwar schlimm für mich. Bis die wieder nachwachsen und ich sehe dann so scheiße aus mit diesen kurzen Haaren. So. Ich weiß es nicht, ich weiß, was ich machen soll. Ich soll abhauen oder nicht, ich bin hin und her gerissen. Auf die eine Seite denke ich, ja, die wächst ja wieder nach. Auf die andere Seite denke ich, nein, auch so kurze Haare haben. Nein, schau mal, wie ich aussehe. Mit meinen Rotzornen. So, ich gehe jetzt mal in Schwung nehmen. Arrivederci. Ich bin mir überlegen, was ich machen soll. Soll ich wirklich die Haare abhauen? Aber ich habe es mir vorher noch mal überlegt. Das sieht einfach scheiße aus. So, also ich bin in Sursee angekommen, hat alles so wie geklappt. Haben wir jetzt gerade noch schnell frisch gemacht im Stadtbrunnen, Dorfbrunnen. Und würde jetzt eigentlich gerne mit diesen Challenges ein bisschen aktiv anfangen. Heisst, ich muss Kleider suchen, ich muss Sachen finden zum Anlegen, zum Style Rocken Plus. Muss ich jemanden suchen, der mir meine frisch geschnittenen Haare schneidet. An dieser Stelle schon mal Entschuldigung an alle, die davon betroffen sind. Nein, ich suche jetzt da irgendjemanden, der aussieht, dass wir da rauskommen. Die Stadt ist recht leer. Mal schauen, vielleicht finde ich irgendjemanden. Und frag mal, ich habe gesehen, die Haare würden 100 Punkte geben und das andere noch 50. Davon ausgehend, dass da jetzt niemand ist, bin ich vielleicht der Erste gewesen. Ich hätte schon mal 50 Punkte, aber der Sidi hat ja schon mal 40 Punkte, nur schon weil er mit nichts gegangen ist. Ich frage jetzt da mal die nette junge Frau und vielleicht hilft ihr da etwas. Hallo, darf ich schnell stören? Spezielle Sache. Ich bin auf einer Roadtrip-Challenge unterwegs und habe Aufgaben bekommen. Ich bin schon mal am richtigen Ort, ich muss auf Sursee. Ich habe jetzt aber eine Aufgabe bekommen. Einerseits, ich muss irgendwie mir Kleider zusammenschnorren, um irgendwie für meine Kamera eine Modenschau zu machen. Ja. Und eine Zusatzaufgabe, ich will 100 Punkte bekommen, wenn mir irgendjemand meinen Kopf rasieren um 5 mm. Oh. Da dachte ich, frage mal, du siehst aus, als würdest du von da kommen, vielleicht hast du eine Ahnung. Also Kleider haben wir sicher en masse da, das kann also so Erfahrungsziel? Ja, kannst du schnell mit. Sicher. Elias übrigens. Ilona. Also, die Ilona hat mich da schon mal ausgestattet mit einer Wollkappe, zum Glück ist nicht 31 Grad und einen schönen Pullover. Guter Start soweit schon mal, merci vielmals. Das Zweite, hast du vielleicht auch irgendeinen Input? Weisst du jemanden, der da ist, der einen Rasierer hat? Oder? Kannst du schnell jemanden anrufen, der da zu Sursee war? Da machen wir einen Frauenschnitt. Yeah! Rasierer ist angekommen. Ohne Aufsatz. Salut zusammen. Darf ich euch schnell etwas fragen? Ja. Und zwar bin ich da mit ein paar Kollegen unterwegs mit dem Hobel durch die Schweiz. Und die Zusatz-Challenge bei mir ist ja, find einen, also
Es ist freiwillig, musst du nicht machen. Ich finde einen, der die Haare auf 5 mm rasiert. Ich dachte, ja. Ich dachte, wenn ihr vielleicht von da kömmtet und ihr irgendwie die Ausrüstung hättet oder jemanden kennt oder so. Ah, du hast das Rasierapparat nicht dabei? Nein, jetzt bin ich jetzt da ein bisschen am Filmen und wenn es nicht okay ist, dann wir es zensieren, darfst du gerne sagen. Und auf wo es hinkommt? YouTube. Ja. Habt ihr einen YouTube-Kanal? Wie heisst der? Mufferkult. Ah, ist von Mufferkult? Was? Also. Ich darf nicht sagen, von wo ich komme, dass ich mir nicht einen Vorteil erschleichen kann, oder? Also ein Haargümmeli einmal. Was kannst du gewinnen? Das ist ein Finker. Ruhm und Ehre. Ruhm und Ehre. Ja, da mit dem Rasieren wird noch schwierig. Da weiss ich nicht, ob ich da bringe heute. Aber ich penne auf jeden Fall da. Ist cool da. Und nicht viele Leute. Hallo miteinander. Und zwar, ich habe eine bisschen außergewöhnliche Frage. Ich bin mit Töffli unterwegs mit 3 Kollegen. Also wir sind unterschiedlich unterwegs, wir sind ein bisschen gegeneinander am Fahren durch die Schweiz. Und jeder Tag ist ein bisschen anders. Dann haben wir so Aufgaben und die eine Aufgabe war bei mir, Lader die Haare auf 5 mm rasieren. Also komplett? Komplett 5 mm. Ja. Die Sache ist halt die, wir haben ein Wochenbudget von 80 Stutz und jetzt muss man sich das irgendwie erschnorren. Die Frage ist das vielleicht sogar möglich bei euch? Schnell mit dem Rasierapparat durch? Mhm. Haben da in den wir haben halt einfach, der Maschine kostet 27 Franken, wenn das Budget bei 80 ist, weiss ich jetzt auch nicht. Also ich habe mich jetzt entschlossen, ich gehe jetzt mal noch Richtung Stadt, nochmal Richtung Sursee. Ich brauche noch ein paar Kleidungsstücke, ich denke, ich brauche etwa so 6, 7, wäre geil. Aber ich habe das Gefühl, hier in der Stadt ist es viel schwieriger als auf dem Land, weil die Leute einfach irgendwie viel mehr im Rush sind und nicht so Zeit haben. Darum muss ich gut auswählen, wer ich da unter die Fittiche nehme. Da mit den Haaren, ich weiß es nicht. Ich bin hin und her gerissen. Ich tue mir hure schwer, das ist wirklich hure schwer. Echt. Dann hast du noch irgendwie Socken, die du nicht brauchst. Ja, habe ich schon. Ich gehe, ehrlich gesagt. Hä? Ich habe nicht so viel an. Es ist so warm. Also da ist der Coiffeur, hä? Ja. Fuck, Das ist einer, den ich kenne. Es gibt Ja, du, ich muss eh gratis fragen, aber ich weiß noch nicht. Die Leute denken immer, hätte eigentlich Eis an der Waffel. Willst du selber? Ja, ist gerade vorbei bei mir. Hä? Du musst weißt, wie viel wieder gut machen. Du hast Fankarte dabei, Mann. Heilige Scheiße!